Moin, wir haben heute einen Gast bei uns zu Besuch bei der J4 GmbH und das ist der Sascha von den Verbindungstechniken Rüter. Der hat uns was, glaube ich, sehr Interessantes mitgebracht. Erzähl doch mal. Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich würde euch ganz gern die Clip-on-Klebetechnologie vorstellen, mit der man hochfeste Verbindungen schaffen kann, ohne dafür noch bohren oder schweißen zu müssen. Ja, was für Anwendungsgebiete siehst du so, wenn du an unsere Kunden denkst? Vor allen Dingen eure Scheinwerfer lassen sich damit hervorragend befestigen. Genau, das sehe ich mich auch so. Auf welche Materialien kann man Clipbond verwenden? Eigentlich auf allen Materialien. Es gibt nur sehr wenige Materialien, wo es da Einschränkungen gibt, aber auch dafür gibt es dann Lösungen. Muss dann das Material optimal vorbereitet werden? Ja, unbedingt. Die Oberflächenvorbereitung ist der elementare Bereich bei dem Verkleben. Das heißt, es müssen vorher Schmutz und Oxide entfernt werden, es muss entfettet werden und dann kann man eigentlich die Bauteile mit den entsprechenden 2 Komponentenklebern direkt aufkleben und auch schon nach kurzer Zeit belasten. Schon sogar auch belasten dann gleich. Okay. Gibt es verschiedene Arten von Klebstoffen? Ja, unbedingt. Unbedingt. Ja. Es gibt Klebstoffe für sehr hohe Temperaturen, für sehr niedrige Temperaturen. Es gibt besonders feste Klebstoffe für besondere Materialien. Da muss man dann halt genauer wissen, wofür die Anwendung gedacht ist und welche Festigkeiten man erwarten muss. Und wie schaut es dann so mit der Festigkeit und Gesamteinsatzdauer aus? Das ist eine Technologie, die aus dem Flugzeugbau kommt und es gibt Flugzeuge, die seit über 30 Jahren damit fliegen. Das heißt, wenn diese Technik eingesetzt wird, dann ist sie für die gesamte Lebensdauer des Bauteils oder des Produktes nutzbar. Wie verhält sich Clipbond unter extremen Betriebsbedingungen wie hoher Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen? Ja, auch das war einer der Gründe, weswegen im Flugzeugbau mit dem Kleben begonnen wurde. Gerade da ist die Verklebung eine besonders widerstandsfähige Lösung. Und auch da gibt es keinerlei Bedenken mit der Dauerhaltbarkeit. Können mit Clipbond geklebte Halter wieder demontiert werden? Und wenn ja, wie? Aber ja, ein Lieblingsthema. Ja, entweder mit Hitze oder mit Kälte. Okay. Wie heiß und wie kalt? Also ja, es muss halt heißer sein, als der Klebstoff vertragen kann oder eben kälter, als der Klebstoff geschmeidig bleibt. Und dann kann man es in beiden Fällen entweder abziehen oder abschlagen. Okay, na gut, da müsste man dann nochmal im Detail wahrscheinlich mehr drauf eingehen. Das klingt immer von der jeweiligen Anwendung ab. Okay. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollten denn noch beim Auftragen von Clipbond beachtet werden? Ja, wir haben es mit Klebstoffen zu tun. Das heißt, der Raum sollte schon gut durchlüftet sein und die Person, die klebt oder die drumherum sind, sollten ihre persönliche Schutzausstattung nutzen. Okay. Muss man denn speziell zertifiziert sein? Kann das jeder anwenden? Die Anwendung selbst ist eigentlich relativ einfach. Trotzdem bieten wir für Clipbond eine Klebeschulung an. Das sind sehr kurze Schulungen, die über allgemeines Kleben aufklären, aber auch speziell über diese Technologie. Und jeder Teilnehmer erhält dafür dann hinterher ein Zertifikat von Clipbond, das er dann entweder für sich selbst, also im Lebenslauf, oder für die Qualitätssicherung im Betrieb nutzen kann. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Wo du es aber gerade auch hier bei uns liegen hast, magst du uns das vielleicht mal vorführen? Wie setze ich das jetzt ein, um diesen Halter auf meiner Oberfläche zu fixieren? Ja, sehr gern. Der Schlüssel ist schon, wie eben schon angesprochen, die Oberflächenvorbereitung. Das heißt, dass die Oberfläche, auf der ich kleben möchte, von Schmutz und Oxiden gereinigt wurde. Dafür wird man dann hinterher auch noch eine Entfettung vornehmen. Das Gleiche gilt dann auch für die Bauteile, die verklebt werden sollen. Da wird dann die Oberfläche des Bauteils auch entfettet. Dann wird der Klebstoff aufgetragen und das Bauteil wird mit einer Fixierhilfe auf die jeweilige Stelle erstmal angeheftet und dann, nachdem das Bauteil schon mal vorplatziert ist, einfach nur noch die Fixierhilfe ausgelöst, die das Bauteil dann aktiv auf die Oberfläche presst und damit die perfekte Klebschichtdicke erzeugt, die dann die extrem hohen Festigkeiten sicherstellt. Ist der Klebstoff ausgehärtet, wird die Fixierhilfe entfernt und das Bauteil kann dann auch relativ schnell belastet werden.
Das ist das Wesentliche, der wesentliche Trick beim Clickbond. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Diese Fixierhilfe gibt es auch integriert. Das heißt, man muss hinterher nichts mehr entfernen. Es gibt spezielle Lösungen dafür. Es gibt so 4, 5 Lösungen, mit denen man die Bauteile dann aktiv auf die Oberfläche ziehen kann. Und es gibt auch viele Lösungen, was den Klebstoff zum Beispiel angeht. Ganz neu ist diese kleine Syringe, eine kleine Spritze, mit der man auch keinen Pressgriff mehr braucht. Es wird einfach der Schieber hinten eingesetzt in die beiden Komponentenkammern. Vorne kommt die Mischspitze drauf. Man kann dann den Klebstoff ganz leicht auf das Bauteil applizieren und so, ohne dass groß was daneben gehen kann oder dass man sich vertun kann, kann man das Bauteil mit dem Klebstoff benetzen und dann, wie ich das eben schon gezeigt habe, einfach auf die Oberfläche kleben. Klingt eigentlich sehr unkompliziert. Gibt es, wo ich jetzt diesen Halter hier sehe, und gibt es unterschiedliche Halter an unterschiedlichen Größen, wie der Kunde das jetzt benötigt, braucht? Oder ist das... Ja, es gibt eine unendliche Vielzahl von verschiedenen Lösungen, die Clickbond in den letzten über 30 Jahren entwickelt hat für die verschiedensten Anwendungen, für die verschiedensten Branchen. Und es gibt davon dann eine sehr große Auswahl von sehr vielseitigen Bauteilen, die man dann zum Beispiel auch in eurer Branche einsetzen kann. Das geht dann vom Stehbolzen, vom Stehmutterbolzen. Das geht über kleine Kabelbinderhalter, die man verkleben kann, um mal schnell eine Verkabelung irgendwo zu befestigen. Oder eben auch andere Lösungen, um vielseitigere Applikationen vorzunehmen. Also wäre es auch möglich, wenn jetzt ein Kunde eine spezielle Lösung braucht, für einen Scheinwerfer anzubringen, könnte man da auch ins Gespräch kommen und man findet eine Lösung. Habt ihr da auch so in der Vergangenheit? Ja, absolut. Es lassen sich auch sehr individuelle Lösungen entwickeln. Das müsstet ihr dann koordinieren und dann würden wir da auch eine Lösung finden. Ja, das klingt wunderbar. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann meldet euch bei der J4 GmbH. Danke dir, Sascha. Gerne.